Lektion 1: Modische Fundstücke. Hallo Anna, hast du diese neuen Gürteltaschen gesehen, die in letzter Zeit jeder trägt? Hallo John, ja. Sie sind gerade so im Trend. Ich habe darüber nachgedacht, mir selbst einen zu besorgen. Wirklich? Wo willst du nach einer Gürteltasche suchen? Ich habe gehört, dass es in der Innenstadt eine neue Boutique mit einer großen Auswahl an Accessoires gibt. Ich fange vielleicht dort an. Das klingt nach einer guten Idee. Ich habe auch ein paar schöne Gürteltaschen online gesehen. Vielleicht kannst du auch verschiedene Websites besuchen. Das ist ein toller Vorschlag. Ich werde auf jeden Fall auch online stöbern. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Nun, ich habe gehört, dass es einen beliebten Online-Shop gibt, der sich auf Modeaccessoires spezialisiert hat. Sie haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Oh, ich glaube, ich kenne den, von dem du sprichst. Sie haben immer die neuesten Trends. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Kein Problem. Es ist immer gut, vor dem Kauf verschiedene Optionen zu erkunden. Vielleicht finden Sie etwas Einzigartiges. Unbedingt. Ich bin gespannt, was ich finden kann. Habt ihr übrigens Tipps, wie man eine Gürteltasche stylen kann? Definitiv. Eine Möglichkeit, eine Gürteltasche zu stylen, besteht darin, sie über der Brust statt um die Taille zu tragen. Es verleiht ein moderneres und ausgefalleneres Aussehen. Das ist ein toller Tipp. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Irgendwelche anderen Vorschläge? Eine andere Idee ist, es mit einem einfachen Kleid oder einer Jeans und einem T-Shirt zu kombinieren. Lassen Sie die Gürteltasche das Aushängeschild Ihres Outfits sein. Ich liebe diese Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, einem einfachen Outfit einen Hauch von Farbe oder Textur zu verleihen. Genau. Und vergiss nicht, mit verschiedenen Tragearten zu experimentieren. Sie können auch versuchen, ihn als normalen Gürtel zu tragen, wenn er lang genug ist. Oh, daran habe ich nie gedacht. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Du wirst bestimmt den Gürteltaschentrend rocken. Lass es mich wissen, wenn du eine coole findest. Werde ich tun. Danke für all deine Hilfe. Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Suche zu beginnen. Kein Problem. Viel Spaß und viel Spaß beim Shoppen. Lektion 2: Das Unbekannte erkunden. Hallo Anna, hast du dich jemals an unbekannten Orten wiedergefunden? Wie hast du diese Herausforderungen gemeistert? Hallo. Ja, ich war schon einmal in dieser Situation. Wenn ich an unbekannten Orten bin, versuche ich, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Das ist ein kluger Ansatz. Wie sammeln Sie normalerweise Informationen? Eine Möglichkeit besteht darin, die Einheimischen nach Empfehlungen zu fragen. Sie kennen die besten Orte und können wertvolle Einblicke geben. Das ist ein toller Tipp. Wenn Sie mit den Einheimischen in Kontakt treten, können Sie versteckte Juwelen entdecken, die möglicherweise nicht in den Reiseführern enthalten sind. Unbedingt. Es ist auch hilfreich, online zu recherchieren, bevor Sie einen neuen Ort besuchen. Ich suche nach Reiseblogs oder Websites, die nützliche Informationen bieten. Forschung ist in der Tat von entscheidender Bedeutung. Ich lese auch gerne Reiseforen, in denen Leute ihre Erfahrungen austauschen und Tipps geben.
Das ist eine gute Idee. Wenn Sie Erfahrungen aus erster Hand von Mitreisenden hören, können Sie besser verstehen, was sie erwartet. Eine weitere Herausforderung an unbekannten Orten ist die Sprachbarriere. Wie gehst du damit um? Ich versuche, ein paar grundlegende Redewendungen in der Landessprache zu lernen, wie Grüße und einfache Anfragen. Es hilft mir, mit Einheimischen zu kommunizieren. Das Erlernen grundlegender Redewendungen ist eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen und Respekt vor der lokalen Kultur zu zeigen. Ich mache dasselbe, wenn ich reise. Ja, das macht einen großen Unterschied. Die Leute wissen die Mühe zu schätzen, auch wenn sie die Sprache nicht fließend sprechen. Absolut. Ich finde auch, dass nonverbale Kommunikation, wie Gesten und Zeigen, sehr effektiv sein kann, um ihre Botschaft zu vermitteln. Nonverbale Kommunikation ist universell. Es ist eine großartige Alternative, wenn Sie nicht die richtigen Worte finden. Stimmt. Eine weitere Herausforderung besteht darin, sich in unbekannten Transportsystemen zurechtzufinden. Wie gehst du damit um? Normalerweise informiere ich mich im Voraus über die lokalen Transportmöglichkeiten. Ich suche nach Karten, Routen und allen erforderlichen Pässen oder Tickets. Das ist eine gute Strategie. Ich finde es auch hilfreich, das Personal an den Verkehrsknotenpunkten nach dem Weg oder Unterstützung zu fragen. Ja, sie sind in der Regel sachkundig und können Sie in die richtige Richtung weisen. Ich habe positive Erfahrungen mit diesem Ansatz gemacht. Es tut gut, das zu hören. Die Bewältigung von Herausforderungen an unbekannten Orten kann entmutigend sein, aber es ist auch eine Gelegenheit, um persönlich zu wachsen und Neues zu entdecken. Absolut. Es bringt uns aus unseren Komfortzonen heraus und ermöglicht es uns, in neuen Umgebungen zu lernen und uns anzupassen. Das ist so wahr. Das alles ist Teil des Abenteuers, das Unbekannte zu erkunden. Definitiv. Und mit jeder Herausforderung, die wir bewältigen, werden wir selbstbewusstere und fähigere Reisende. Gut gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Tipps zum Navigieren an unbekannten Orten geteilt haben. Lektion 3: Kreativität brauen. Hallo Anna, hast du schon einmal mit verschiedenen Bieraromen experimentiert? Die Möglichkeiten sind endlos. Hallo. Ja, ich habe mich mit dem Brauen beschäftigt und einige einzigartige Kombinationen ausprobiert. Ich habe zitronige IPS und Schokostauds zubereitet. Das klingt faszinierend. Wie sind Sie vorgegangen, um dem Bier diese Aromen zu verleihen? Für die zitronigen IPS habe ich während des Brauvorgangs eine Mischung aus Zitrusschalen hinzugefügt. Das gab dem Bier einen erfrischenden und pikanten Geschmack. Das ist eine tolle Idee. Zitrusaromen können traditionellen IPS eine nette Note verleihen. Wie wäre es mit den Schokolade-Stouts? Für die Schokostauds habe ich Kakaonips und Vanilleschoten verwendet. Es entstand ein reichhaltiger, samtiger Geschmack, der an dunkle Schokolade erinnert. Wow, das muss ein dekadenter Genuss gewesen sein. Hast du dir diese Geschmackskombinationen selbst ausgedacht? Ja, ich liebe es zu experimentieren und mir einzigartige Wendungen auszudenken. Es geht darum, ergänzende Geschmacksrichtungen zu finden, die gut zusammenpassen. Ich bewundere deine Kreativität. Gibt es noch andere Geschmackskombinationen, die Sie in Zukunft ausprobieren möchten?
Definitiv. Ich denke darüber nach, mit fruchtigen Weizenbieren zu experimentieren, zum Beispiel Beeren oder tropische Früchte hinzuzufügen, um dem Geschmack einen Schub zu verleihen. Das klingt herrlich. Fruchtige Weizenbiere sind perfekt für warmes Wetter. Ich bin mir sicher, dass sie ein Hit werden. Ich hoffe es. Das Brauen ermöglicht es mir, meine Leidenschaft für Aromen zu entdecken und etwas wirklich Einzigartiges zu kreieren. Es ist toll, dass du beim Brauen ein kreatives Ventil gefunden hast. Gab es irgendwelche Herausforderungen, mit denen Sie unterwegs konfrontiert waren? Eine Herausforderung, der ich begegnete, bestand darin, das richtige Gleichgewicht der Aromen zu finden. Es bedurfte einiger Versuche und Irrtümer, um die richtigen Proportionen zu finden. Dieses Gleichgewicht zu finden kann schwierig sein, aber es ist alles Teil des Lernprozesses. Ich bin mir sicher, dass sich Ihre Ausdauer ausgezahlt hat. Unbedingt. Es ist eine Lernerfahrung, und jede Charge bringt mir etwas Neues bei. Es dreht sich alles um kontinuierliche Verbesserung. Das ist eine großartige Denkweise. Kontinuierliche Verbesserung führt zu Wachstum und noch aufregenderen Brauexperimenten. Ich danke dir. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mein Wissen zu erweitern und die Grenzen des Geschmacks zu erweitern. Das ist der Geist. Deine Leidenschaft für das Brauen ist inspirierend. Ich bin mir sicher, dass viele angehende Brauer gerne aus ihren Erfahrungen lernen würden. Ich hoffe es. Ich freue mich immer, mein Wissen zu teilen und andere zu inspirieren, sich auf ihre eigene Braureise zu begeben. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Erforsche, experimentiere und braue weiter fantastische Kreationen. Lektion 4: Hundeverbindungen. Hallo Anna, nett mit einem anderen Hundebesitzer zu chatten. Ich könnte dem nur zustimmen, es ist immer toll, andere Hundeliebhaber zu treffen. Hallo. Absolut, es ist eine wundervolle Erfahrung, mit anderen Hundebesitzern in Kontakt zu treten. Es gibt sofort eine Bindung und ein gemeinsames Verständnis. Definitiv. Es ist, als hätten Sie einen eingebauten Gesprächsstarter, wohin Sie auch gehen. Unsere pelzigen Freunde bringen Menschen zusammen. Das tun sie wirklich. Ob im Park oder auf Spaziergängen, Hunde bieten Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen. Mir ist aufgefallen, dass Hundebesitzer oft interessante Geschichten zu erzählen haben. Hattest du irgendwelche unvergesslichen Begegnungen? Oh, ja. Durch meinen Hund habe ich Menschen aus allen Lebensbereichen kennengelernt. Einmal traf ich einen pensionierten Astronauten im Hundepark. Das ist unglaublich. Es zeigt nur, dass Hunde uns Menschen vorstellen können, denen wir sonst vielleicht nicht begegnet wären. Absolut. Hunde bringen Menschen zusammen, unabhängig von Alter, Beruf oder Herkunft. Es ist eine wunderschöne Sache. Ich stimme voll und ganz zu. Hunde haben die Möglichkeit, Barrieren abzubauen und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Das tun sie wirklich. Und es ist etwas Besonderes, mit anderen in Kontakt zu treten, die die Freuden und Herausforderungen des Hundebesitzes verstehen. Es ist wie Teil eines geheimen Clubs zu sein, in dem wir Tipps austauschen, Geschichten austauschen und uns gegenseitig unterstützen können. Exakt. Wir können uns gegenseitig in die Erfahrungen einfühlen, egal ob es sich um Trainingsschwierigkeiten oder lustige Anekdoten handelt. Apropos Training, haben Sie effektive Techniken oder Ressourcen entdeckt, die Ihnen mit Ihrem Hund geholfen haben?
Definitiv. Ich habe festgestellt, dass Trainingsmethoden zur positiven Verstärkung sehr effektiv sind. Gutes Benehmen zu belohnen hat bei meinem Welpen Wunder bewirkt. Das ist ein guter Rat. Positive Verstärkung schafft eine starke Bindung zwischen uns und unseren Hunden und ermutigt sie, zu lernen und zu wachsen. Absolut. Es ist eine Win-Win-Situation, da sie die Beziehung stärkt und dazu beiträgt, ihr Verhalten positiv zu gestalten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist immer lohnend zu sehen, wie unsere Hunde gedeihen und zu gut erzogenen Begleitern werden. Das ist es wirklich. Und das Beste daran ist, dass das Lernen nie aufhört. Wir können unseren Hunden ihr ganzes Leben lang weiterhin etwas beibringen und von ihnen lernen. Das ist das Schöne am Hundebesitz, es ist eine Reise des ständigen Wachstums und der Entdeckung sowohl für uns als auch für unsere pelzigen Freunde. Exakt. Unsere Hunde vermitteln uns wertvolle Lektionen über Liebe, Geduld und die Wichtigkeit, im gegenwärtigen Moment zu leben. Sie sind wirklich unsere besten Lehrer. Ich bin jeden Tag dankbar für die Freude und Kameradschaft, die mein Hund in mein Leben bringt. Mir geht es genauso. Hunde bereichern unser Leben und machen jeden Tag schöner. Gut gesagt. Unsere gemeinsame Liebe zu Hunden hat uns in diesem Gespräch zusammengebracht. Es war mir eine Freude, mit dir zu chatten. Ebenso. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt haben. Lasst uns weiterhin die wunderbare Welt der Hunde feiern. Absolut. Auf die unglaubliche Verbindung zwischen Menschen und ihren vierbeinigen Begleitern. Wuff, wuff. Lektion 5: Küstenfluchten. Hallo Anna, ist das Geräusch der Wellen nicht so beruhigend? Kommst du oft her? Hallo. Ja, ich finde das Geräusch der Wellen unglaublich beruhigend. Ich versuche, den Strand zu besuchen, wann immer ich kann. Es ist ein wunderbarer Ort, um sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Was zieht dich an den Strand? Der Strand bietet ein Gefühl der Ruhe und eine Pause von der Hektik des Alltags. Es ist eine friedliche Flucht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der Strand hat eine Art, Körper und Geist zu verjüngen. Haben Sie irgendwelche Lieblingsaktivitäten am Strand? Ich genieße es, lange Spaziergänge entlang der Küste zu machen, den Sand unter meinen Füßen zu spüren und dem rhythmischen Rauschen der Wellen zuzuhören. Das klingt herrlich. Ein Strandspaziergang kann eine meditative Erfahrung sein, die es uns ermöglicht, im Moment präsent zu sein. Absolut. Es ist eine Gelegenheit, sich von der Technologie zu lösen und in die Schönheit der Natur einzutauchen. Haben Sie schon einmal Wassersport oder Aktivitäten am Strand ausprobiert? Ja, ich habe Paddeln versucht. Es ist eine fantastische Möglichkeit, die Küste zu erkunden und den Ozean aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das klingt abenteuerlich. Ich wollte schon immer mal Paddeln ausprobieren. Fandest du es herausfordernd? Anfangs war es ein bisschen herausfordernd, aber mit etwas Übung wurde es einfacher. Es war ziemlich aufregend, auf dem Brett zu balancieren und dabei durch das Wasser zu gleiten. Das ist beeindruckend. Es ist wunderbar, unsere Komfortzonen zu verlassen und neue Erfahrungen zu machen. Absolut.
Der Strand bietet endlose Möglichkeiten für Abenteuer und das Ausprobieren neuer Dinge. Haben Sie Empfehlungen für Strandbesucher, die vielleicht zum ersten Mal hier sind? Ich würde vorschlagen, Sonnencreme, ein Strandtuch und viel Wasser mitzubringen, um hydratisiert zu bleiben. Es ist auch eine gute Idee, vorher das Wetter und die Gezeiten zu überprüfen. Das ist ein guter Rat. Sicherheit und Vorbereitung sind entscheidend, wenn Sie Zeit am Strand verbringen. Definitiv. Es ist wichtig, die Kraft des Ozeans zu respektieren und auf Warnschilder oder Flaggen zu achten. Absolut. Wir müssen immer unsere Sicherheit und die Sicherheit anderer priorisieren, wenn wir den Strand genießen. Und vergessen wir nicht, den Strand sauber zu halten. Es liegt in unserer Verantwortung, hinter uns selbst aufzuräumen und keine Spuren zu hinterlassen. Du hast absolut recht. Wir sollten unseren Teil dazu beitragen, die Schönheit des Strandes für zukünftige Generationen zu bewahren. Exakt. Indem wir uns um den Strand kümmern, sorgen wir dafür, dass er ein unberührtes und angenehmes Reiseziel für alle bleibt. Gut gesagt. Danke, dass du deine Liebe zum Strand und deine Erkenntnisse teilst. Es war mir eine Freude, dies mit Ihnen zu besprechen. Lektion 6: Effektive Kommunikation. Hallo Anna, was denkst du über effektive Kommunikation, wenn es um regelmäßige Wartung geht? Hallo. Effektive Kommunikation ist der Schlüssel, insbesondere wenn es um die Wartung geht. Es stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und ihre Rollen verstehen. Absolut. Eine klare Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden und stellt sicher, dass Aufgaben effizient erledigt werden. Haben Sie Tipps für eine effektive Kommunikation während der Wartung? Ein wichtiger Tipp ist die Erstellung eines regelmäßigen Zeitplans für Wartungsarbeiten. Auf diese Weise können alle Beteiligten vorausschauend planen und die Ressourcen entsprechend zuweisen. Das ist ein toller Vorschlag. Ein Zeitplan stellt sicher, dass Wartungsarbeiten nicht übersehen oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein weiterer Tipp ist, den offenen Dialog und das aktive Zuhören unter den Teammitgliedern zu fördern. Jeder sollte sich wohl fühlen, wenn er seine Ideen und Bedenken äußert. Aktives Zuhören ist entscheidend. Es stellt sicher, dass die Sichtweisen aller gehört werden und kann zu einer besseren Problemlösung und Entscheidungsfindung führen. Absolut. Es ist wichtig, eine sichere und respektvolle Umgebung zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlt, wenn er seine Gedanken teilt. Haben Sie weitere Vorschläge für eine effektive Kommunikation im Rahmen der Wartung? Ja, es ist wichtig, klare Anweisungen und Erwartungen für jede Wartungsaufgabe zu geben. Dies hilft, Verwirrung zu vermeiden und stellt sicher, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt werden. Klare Anweisungen sind unerlässlich. Sie bieten Klarheit und Orientierung und führen zu effizienteren und effektiveren Wartungsverfahren. Darüber hinaus kann die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln wie Diagrammen oder Diagrammen das Verständnis verbessern und die Kommunikation erleichtern. Visuelle Hilfsmittel eignen sich hervorragend zur Informationsvermittlung, insbesondere bei komplexen Wartungsarbeiten. Und schließlich sind regelmäßige Rückmeldungen und Bewertungen wichtig, um die Effektivität der Wartungsprozesse zu beurteilen und notwendige Verbesserungen vorzunehmen.
Feedback ermöglicht es uns, unsere Wartungspraktiken kontinuierlich zu verbessern und zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie effizient und effektiv bleiben. Exakt. Indem wir kontinuierliches Feedback fördern, schaffen wir eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Lernens. Dies sind alles hervorragende Vorschläge für eine effektive Kommunikation während der Wartung. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Du bist willkommen. Effektive Kommunikation ist in jeder Wartungsumgebung unerlässlich, und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Absolut. Es ist immer wertvoll, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Hast du irgendwelche abschließenden Gedanken oder Vorschläge? Ein letzter Vorschlag ist die Schaffung einer unterstützenden und kollaborativen Teamumgebung. Wenn sich jeder geschätzt und respektiert fühlt, verläuft die Kommunikation reibungsloser. Das ist ein gutes Argument. Eine positive Teamdynamik fördert eine effektive Kommunikation und führt zu besseren Wartungsergebnissen. Definitiv. Durch die Implementierung dieser Kommunikationsstrategien können wir sicherstellen, dass Wartungsarbeiten effizient und mit minimalen Unterbrechungen abgeschlossen werden. Gut gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Weisheit und Vorschläge geteilt haben. Lassen Sie uns bei unseren Wartungsarbeiten weiterhin einer effektiven Kommunikation Priorität einräumen. Lektion 7: Flugfinder. Hallo Anna, ich habe dir bei deinen Reiseplänen geholfen. Ich habe ein paar Flüge gefunden, die Ihren Vorlieben entsprechen. Es gibt einen mit einem Zwischenstopp in. Hallo. Das ist großartig. Zwischenstopps können eine Gelegenheit sein, eine neue Stadt zu erkunden oder einfach am Flughafen zu entspannen. Wo macht dieser Flug Zwischenlandung? Der Zwischenstopp ist in Dubai. Es ist eine lebendige Stadt mit atemberaubender Architektur und vielen Attraktionen, die es zu entdecken gilt. Dubai klingt faszinierend. Wie lang ist der Zwischenstopp? Der Zwischenstopp dauert ungefähr 6 Stunden. Es sollte Ihnen genug Zeit geben, um einen Vorgeschmack auf Dubai zu erleben. Das klingt perfekt. Ich wollte schon immer Dubai besuchen, und dieser Zwischenstopp scheint eine großartige Gelegenheit zu sein, einen Blick auf die Stadt zu werfen. Ich freue mich, dass Sie sich über die Gelegenheit freuen. Dubai ist bekannt für seine beeindruckenden Wolkenkratzer, luxuriösen Einkaufszentren und kulturellen Erlebnisse. Gibt es bestimmte Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten, die Sie während des Zwischenstopps besuchen sollten? Der Burj Khalifa ist ein Muss. Es ist das höchste Gebäude der Welt und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Das klingt unglaublich. Ich würde die Stadt gerne aus einer solchen Höhe sehen. Gibt es noch andere bemerkenswerte Orte, die es zu erkunden gilt? Die Dubai Mall ist ein weiteres beliebtes Reiseziel. Sie ist nicht nur ein Einkaufsparadies, sondern beherbergt auch Attraktionen wie das Dubai Aquarium und den Underwater Zoo. Das klingt nach einem großartigen Ort zum Erkunden. Ich gehe gerne einkaufen und ich bin mir sicher, dass das Aquarium ein tolles Erlebnis wäre. Absolut. Das Aquarium beherbergt eine Vielzahl von Meereslebewesen, darunter Haie und Rochen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, diesen faszinierenden Kreaturen ganz nah zu kommen. Ich füge definitiv die Dubai Mall und das Aquarium zu meiner Liste hinzu. Gibt es noch andere Empfehlungen, die Sie haben? Wenn Sie daran interessiert sind, die lokale Kultur kennenzulernen, ist ein Besuch des Dubai-Museums im Al-Fahidi Fort eine Überlegung wert.
Das klingt faszinierend. Es macht mir immer Spaß, etwas über die Geschichte und das Erbe der Orte zu lernen, die ich besuche. Das Dubai-Museum bietet Einblicke in die Vergangenheit der Stadt und zeigt traditionelle Artefakte und Ausstellungen. Ich werde dafür auch etwas Zeit einplanen. Es ist wichtig, sowohl die modernen als auch die traditionellen Aspekte Dubais ausgewogen zu erleben. Absolut. Dubai bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Innovation, und die Erkundung beider Seiten wird Ihr Zwischenlandserlebnis bereichern. Danke für all die Empfehlungen. Ich freue mich sehr auf diesen Zwischenstopp und die Erkundung Dubais. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich Ihnen bei Ihren Reiseplänen behilflich sein konnte. Hab eine fantastische Zeit in Dubai. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Ich werde das Beste aus diesem Zwischenstopp machen und alles genießen, was Dubai zu bieten hat. Sicher reisen. Ich hoffe, Sie haben ein unvergessliches Erlebnis in Dubai und zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Lektion 8: Umfassender Vorschlag. Hallo Anna, ich habe den Projektmanagementplan überprüft und ich denke, es gibt einen Aspekt, den wir berücksichtigen sollten. Hallo. Das ist großartig. Es ist wichtig, einen umfassenden Plan zu haben, der alle notwendigen Elemente abdeckt. Auf welchen Aspekt sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Ich glaube, wir sollten erwägen, eine Risikomanagementstrategie in den Plan aufzunehmen. Es ist wichtig, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu mindern, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen. Absolut. Das Risikomanagement ist entscheidend, um Unsicherheiten zu minimieren und Störungen zu vermeiden. Wie schlagen Sie vor, dass wir das angehen? Ich werde einen umfassenden Vorschlag ausarbeiten, in dem die Schritte dargelegt werden, die wir zur Umsetzung einer effektiven Risikomanagementstrategie ergreifen können. Dazu gehören Techniken zur Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken. Das klingt nach einem soliden Plan. Es ist wichtig, Risiken proaktiv zu identifizieren und anzugehen, bevor sie eskalieren. Was sind einige wichtige Elemente, die Sie in den Vorschlag aufnehmen werden? In dem Vorschlag werde ich einen Prozess zur Risikoidentifizierung skizzieren, der Brainstorming-Sitzungen und die Analyse historischer Daten umfasst. Dies wird uns helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren, die während des Projekts auftreten können. Das ist ein großartiger Ansatz. Indem wir das Team in den Prozess der Risikoidentifizierung einbeziehen, können wir von ihren unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen profitieren. Absolut. Es ist wichtig, ein kollektives Verständnis der potenziellen Risiken und ihrer Auswirkungen auf das Projekt zu haben. Nach der Identifizierung bewerten wir die Wahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen der einzelnen Risiken. Die Risikobewertung ermöglicht es uns, Ressourcen entsprechend zu priorisieren und zuzuweisen. Es stellt sicher, dass wir uns auf die Minderung der Risiken mit den größten potenziellen Auswirkungen konzentrieren. Exakt. Sobald wir die Risiken identifiziert und bewertet haben, entwickeln wir für jedes einzelne Risiko Strategien zur Minderung. Dies kann Notfallpläne, alternative Ansätze oder zusätzliche Ressourcen beinhalten. Strategien zur Risikominderung sind entscheidend, um die Auswirkungen von Risiken auf die Projektziele zu minimieren. Es ist wichtig, einen gut durchdachten Plan zu haben. Darüber hinaus wird der Vorschlag einen Überwachungs- und Kontrollmechanismus beinhalten. Dies wird uns helfen, die identifizierten Risiken während des gesamten Lebenszyklus des Projekts zu verfolgen und bei Bedarf die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Eine kontinuierliche Überwachung stellt sicher,
dass wir Risiken proaktiv managen und ermöglicht es uns, unsere Strategien anzupassen, wenn neue Risiken auftreten oder sich bestehende Risiken entwickeln. Absolut. Durch die Implementierung dieser Risikomanagementpraktiken können wir die Erfolgschancen des Projekts erhöhen und mögliche Rückschläge minimieren. Ich freue mich, dass wir Risikomanagement als Teil unseres Projektplans in Betracht ziehen. Es ist ein proaktiver Ansatz, der dem gesamten Team zugute kommt und eine reibungslosere Projektabwicklung gewährleistet. Ich stimme zu. Indem wir Risiken antizipieren und ihnen begegnen, können wir die Widerstandsfähigkeit des Projekts erhöhen und die gewünschten Ergebnisse effektiver erzielen. Vielen Dank, dass Sie bei der Vorbereitung des umfassenden Vorschlags die Führung übernommen haben. Ich schätze Ihr Fachwissen und Ihr Engagement für den Erfolg des Projekts. Du bist willkommen. Es ist mir eine Freude, zum Erfolg des Projekts beizutragen. Ich werde den Vorschlag bis Ende der Woche zur Überprüfung bereithalten. Lektion 9: Markttrends. Hallo Anna, hast du von den neuesten Markttrends gehört? Hallo. Ja, ich habe sie im Auge behalten. Der Markt scheint einige interessante Veränderungen zu erleben. Auf welche spezifischen Trends beziehen Sie sich? Einer der wichtigsten Trends, die mir aufgefallen sind, ist die Zunahme nachhaltiger Produkte und umweltfreundlicher Praktiken. Die Verbraucher werden sich ihrer Umweltauswirkungen immer bewusster. Das ist in der Tat ein wichtiger Trend, dem es zu folgen gilt. Nachhaltige Produkte kommen nicht nur der Umwelt zugute, sondern kommen auch bei Verbrauchern gut an, die ethischen Konsum priorisieren. Absolut. Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftspraktiken integrieren, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil und ziehen einen wachsenden Kundenstamm an. Es ist großartig zu sehen, wie Unternehmen ihre Werte an den sich ändernden Verbraucheranforderungen ausrichten. Gibt es noch andere bemerkenswerte Trends, die Sie beobachtet haben? Ein weiterer erwähnenswerter Trend ist die zunehmende Einführung künstlicher Intelligenz und Automatisierung in verschiedenen Branchen. Es revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. KI und Automatisierung haben das Potenzial, Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Es ist faszinierend, die Fortschritte in diesem Bereich zu beobachten. In der Tat. KI-Technologien wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung werden in den Bereichen Kundenservice, Gesundheitswesen und sogar Transport integriert. Die Anwendung von KI in verschiedenen Bereichen ist beeindruckend. Sie hat das Potenzial, Branchen zu verändern und neue Möglichkeiten für Unternehmen und Einzelpersonen zu schaffen. Definitiv. Es ist wichtig, dass Fachkräfte über diese Trends auf dem Laufenden bleiben und sich die notwendigen Fähigkeiten aneignen, um sich an den sich verändernden Arbeitsmarkt anzupassen. Kontinuierliches Lernen und Weiterqualifizieren sind in der heutigen schnelllebigen Welt von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, sich neue Technologien zu eigen zu machen und sich die Fähigkeiten anzueignen, die auch in Zukunft Neben gefragt sein technologischen werden. Fortschritten wird auch zunehmend Wert auf Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz gelegt. Unternehmen erkennen den Wert unterschiedlicher Perspektiven an. Vielfalt und Inklusion fördern Innovation, Kreativität und Produktivität. Es ist ermutigend zu sehen, dass Organisationen aktiv daran arbeiten, ein integratives Umfeld zu schaffen. Absolut. Indem Unternehmen Vielfalt fördern und eine integrative Kultur schaffen, können sie Top-Talente gewinnen und halten und ihre Gesamtleistung verbessern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Inklusion sollte für jedes Unternehmen Priorität haben,
da sie nicht nur den Mitarbeitern zugutekommt, sondern auch zum Unternehmenserfolg beiträgt. In der Tat. Diese Markttrends bieten Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten. Es ist wichtig, dass Einzelpersonen und Unternehmen sich anpassen und diese Chancen nutzen. Die Anpassung an sich ändernde Trends ist der Schlüssel, um in der heutigen dynamischen Geschäftslandschaft relevant zu bleiben und erfolgreich zu sein. Es ist eine aufregende Zeit, Teil dieser Transformationen zu sein. Absolut. Indem wir informiert und proaktiv bleiben, können wir uns in der sich verändernden Marktlandschaft zurechtfinden und fundierte Entscheidungen für unser persönliches und berufliches Wachstum treffen. Vielen Dank, dass Sie diese Markttrends angesprochen haben. Es ist wichtig, sich der Veränderungen um uns herum bewusst zu sein und sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Du bist willkommen. Es ist immer eine Freude, diese Themen mit Ihnen zu besprechen. Bleiben wir weiterhin auf dem Laufenden und erkunden wir die Möglichkeiten, die sich aus diesen Trends ergeben. Lektion 10: Effizientes Einkaufen. Hallo Anna, hast du schon einmal versucht, eine Einkaufsliste zu erstellen, bevor du zum Supermarkt gehst? Hallo. Ja, ich finde es hilfreich, eine Einkaufsliste zu erstellen. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und sorgt dafür, dass ich nichts vergesse. Machst du normalerweise eine Liste? Nein, normalerweise schnappe ich mir einfach, was ich brauche. Aber ich habe darüber nachgedacht, eine Einkaufsliste auszuprobieren, um zu sehen, ob ich dadurch effizienter einkaufen kann. Das Erstellen einer Einkaufsliste kann Ihnen definitiv Zeit sparen und Impulskäufe vermeiden. Sie werden einen klaren Plan haben, was Sie kaufen müssen. Das ist wahr. Am Ende kaufe ich oft Dinge, die ich eigentlich nicht brauche, weil ich nicht im Voraus geplant habe. Wie gehen Sie vor, um eine Einkaufsliste zu erstellen? Ich beginne mit einer Bestandsaufnahme der Gegenstände, die ich bereits zu Hause habe. Dann erstelle ich eine Liste der Artikel, die ich auffüllen muss, und aller zusätzlichen Artikel, die ich kaufen möchte. Das klingt nach einem systematischen Ansatz. Wie legen Sie fest, welche zusätzlichen Punkte in die Liste aufgenommen werden sollen? Normalerweise denke ich über bevorstehende Mahlzeiten, Rezepte, die ich ausprobieren möchte, oder über besondere Anlässe nach, für die bestimmte Zutaten erforderlich sind. Es hilft mir, meine Mahlzeiten für die Woche zu Mahlzeiten planen. im Voraus zu planen klingt nach einer großartigen Idee. Es kann mich vor Einkaufsläufen in letzter Minute bewahren und sicherstellen, dass ich alles habe, was ich zum Kochen brauche. Absolut. Wenn Sie im Voraus planen, können Sie auch gesündere Entscheidungen treffen und den Kauf unnötiger Snacks oder verarbeiteter Lebensmittel vermeiden. Über diesen Aspekt hatte ich nicht nachgedacht. Es stimmt, dass ich ohne eine Liste dazu neige, alles zu greifen, was mir ins Auge fällt, auch wenn es nicht die gesündeste Option ist. Wenn Sie eine Liste haben, können Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren, egal ob es darum geht, gesünder zu essen, ein Budget einzuhalten oder Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das macht Sinn. Ich könnte auch Geld sparen, indem ich Impulskäufe vermeide und nur das kaufe, was nötig ist. Definitiv. Ein weiterer Vorteil der Erstellung einer Liste besteht darin, dass Sie damit effizienter im Geschäft navigieren können. Sie können Artikel nach Abschnitten gruppieren und einer logischen Route folgen. Das ist ein gutes Argument. Ich gehe oft zwischen den Gängen hin und her, weil ich meine Einkaufsroute nicht geplant habe. Mit einer gut organisierten Liste können Sie sich schneller im Geschäft bewegen und sparen Zeit und Energie. Es hört sich so an, als ob das Erstellen einer Einkaufsliste das gesamte Einkaufserlebnis wirklich optimieren kann. Ich bin überzeugt, es auszuprobieren. Ich freue mich, das zu hören. Ich denke,
Du wirst es als nützlich empfinden. Denken Sie daran, Ihre Liste auf dem neuesten Stand zu halten, wenn Ihnen die Artikel ausgehen oder Sie neue Dinge entdecken, die Das Sie werde ich auf benötigen. jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vielen Dank, dass Sie mir Ihren Einkaufslistenansatz mitgeteilt haben. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Lektion 11: Attraktionen, die man gesehen haben muss. Hallo Anna, ich plane eine Reise in eine neue Stadt. Hast du Empfehlungen für Attraktionen, die du gesehen haben musst? Hallo! Absolut, es gibt so viele tolle Attraktionen, die Sie nicht verpassen sollten. Für welche Attraktionen interessieren Sie sich? Ich erkunde gerne historische Stätten, Museen und Naturdenkmäler. Alles, was ein einzigartiges kulturelles Erlebnis bietet, wäre großartig. In diesem Fall sollten Sie unbedingt das historische Viertel der Stadt besuchen. Es ist voller gut erhaltener Gebäude und bietet einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, etwas über die Geschichte verschiedener Orte zu lernen. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Museen, die ich besuchen sollte? Ein Wahrzeichen, das Sie nicht verpassen sollten, ist die berühmte Kathedrale der Stadt. Sie ist bekannt für ihre atemberaubende Architektur und historische Bedeutung. Eine Kathedrale mit reicher Geschichte und wunderschöner Architektur klingt nach einem Muss. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen. Darüber hinaus gibt es in der Stadt ein renommiertes Kunstmuseum, das eine umfangreiche Sammlung klassischer und zeitgenössischer Kunstwerke beherbergt. Ich bin ein großer Kunstfan, daher ist der Besuch des Museums definitiv etwas, das ich priorisieren werde. Danke für die Empfehlung. Du bist willkommen. Eine weitere Attraktion, die es wert ist, erkundet zu werden, ist der Botanische Garten der Stadt. Es ist eine ruhige Oase mit einer Vielzahl von Pflanzenarten. Ein botanischer Garten klingt nach einem perfekten Ort, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ich werde dafür sorgen, etwas Zeit einzuplanen. Absolut. Es ist eine friedliche Flucht aus der geschäftigen Stadt und bietet die Möglichkeit, sich wieder mit der Natur zu verbinden. Genau das brauche ich während meiner Reise. Was ist mit irgendwelchen Naturdenkmälern oder malerischen Orten in der Umgebung? Es gibt einen atemberaubenden Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt von einem nahegelegenen Hügel. Es bietet einen Panoramablick auf die Skyline und ist besonders bei Sonnenuntergang atemberaubend. Wow, einen Sonnenuntergang vom Aussichtspunkt aus zu erleben, klingt magisch. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Kamera mitbringe, um die Schönheit einzufangen. Es ist definitiv ein perfekter Ort. Sie werden dort einige großartige Fotomöglichkeiten haben. Ich freue mich über all die Attraktionen, die Sie erwähnt haben. Gibt es noch andere versteckte Juwelen oder lokale Erlebnisse, die du empfehlen kannst? Für ein einzigartiges lokales Erlebnis sollten Sie die lebendige Gastronomieszene der Stadt erkunden. Es gibt viele lokale Restaurants und Straßenverkäufer, die Sie ausprobieren können. Das Probieren der lokalen Küche ist immer ein Höhepunkt meiner Reisen. Ich werde mich auf jeden Fall den lokalen Aromen hingeben und die kulinarische Szene erkunden. Das ist eine fantastische Idee. Essen ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen und neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und all diese unglaublichen Attraktionen zu erkunden. Danke für deine Empfehlungen. Du bist willkommen. Ich bin sicher, Sie werden eine wundervolle Zeit haben, um die Stadt zu erkunden und diese Sehenswürdigkeiten zu besuchen, die Sie gesehen haben müssen.
Genieß deine Ich Reise. danke dir. Ich bin dankbar für deine Anleitung. Ich werde dafür sorgen, das Beste aus meiner Reise zu machen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Hab eine fantastische Reise. Reisen Sie sicher und genießen Sie jeden Moment Ihres Abenteuers. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre wertvollen Vorschläge. Ich werde meine Erfahrungen auf jeden Fall teilen, wenn ich zurückkomme. Lektion 12: Digitale Werbetrends. Hallo Anna, haben Sie aktuelle Trends im Bereich der digitalen Werbung bemerkt? Hallo. Ja, in letzter Zeit gab es einige interessante Entwicklungen in der digitalen Werbung. Einer der neuesten Trends ist das Influencer-Marketing. Influencer-Marketing scheint heutzutage überall zu sein. Kannst du erklären, was es ist und wie es funktioniert? Ganz gewiss. Influencer-Marketing beinhaltet die Zusammenarbeit mit bekannten Social-Media-Persönlichkeiten oder Inhaltserstellern, die eine bedeutende Fangemeinde haben. Sie bewerben Produkte oder Dienstleistungen bei ihrem Publikum. Ah, ich verstehe. Unternehmen nutzen also den Einfluss und die Reichweite dieser Persönlichkeiten, um für ihre Marken zu werben. Ist das eine effektive Strategie? Ja, das kann sehr effektiv sein. Influencer haben oft ein loyales und engagiertes Publikum, sodass ihre Empfehlungen einen starken Einfluss auf das Verbraucherverhalten haben können. Das macht Sinn. Das ist wie Mundpropaganda im digitalen Zeitalter. Gibt es noch andere bemerkenswerte Trends? Ein weiterer Trend ist die Verwendung interaktiver Inhalte in der digitalen Werbung. Marken schaffen ansprechende Erlebnisse wie Quizfragen, Umfragen und interaktive Videos, um die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zu ziehen. Interaktive Inhalte klingen nach einer großartigen Möglichkeit, Werbung ansprechender und einprägsamer zu gestalten. Es bietet dem Publikum ein gewisses Maß an Spaß und Interaktivität. Exakt. Es erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern fördert auch die aktive Teilnahme und macht das Werbeerlebnis für die Nutzer angenehmer. Ich kann mir vorstellen, wie effektiv das wäre. Es ist wahrscheinlicher, dass sich Menschen an Inhalte erinnern und sich mit ihnen beschäftigen, die es ihnen ermöglichen, zu interagieren und Teil des Erlebnisses zu sein. Absolut. Es schafft einen wechselseitigen Kommunikationskanal zwischen der Marke und dem Publikum und fördert eine tiefere Verbindung. Gibt es noch andere neue Trends, die Werbetreibende untersuchen? Personalisierung ist ein weiterer wichtiger Trend in der digitalen Werbung. Marken verwenden Daten und Analysen, um individuelle, relevante Anzeigen für einzelne Nutzer zu schalten. Personalisierung hat im Zeitalter von Big Data zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Anpassung von Anzeigen an bestimmte Interessen und demografische Merkmale kann das Engagement und die Konversionsraten verbessern. Definitiv. Durch die Bereitstellung personalisierter Anzeigen können Marken ihrem Publikum ein zielgerichteteres und persönlicheres Erlebnis bieten. Das ist wahr. Es geht darum, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Person zu übermitteln. Es verbessert das allgemeine Benutzererlebnis. Exakt. Werbetreibende nutzen auch Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre digitalen Kampagnen zu optimieren. KI und maschinelles Lernen haben das Potenzial, die digitale Werbung zu revolutionieren. Sie können riesige Datenmengen analysieren und Optimierungen in Echtzeit vornehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Absolut.
Diese Technologien können Werbetreibenden helfen, Muster zu erkennen, das Verbraucherverhalten vorherzusagen und ihre Anzeigenplatzierungen zu optimieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Es ist faszinierend, wie Technologie die Werbelandschaft prägt. Werbetreibende müssen über diese Trends auf dem Laufenden bleiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Tat. Die digitale Werbelandschaft entwickelt sich ständig weiter, und für effektive Kampagnen ist es unerlässlich, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis der neuesten Trends in der digitalen Werbung. Lektion 13. Reiseutensilien für den Sonnenschutz. Hallo Anna, ich plane eine Reise zu einem tropischen Reiseziel. Irgendwelche Ratschläge, was ich einpacken sollte? Hallo. Das klingt aufregend. Da es sich um ein tropisches Reiseziel handelt, ist es wichtig, das Nötigste für den Sonnenschutz einzupacken. Sonnencreme ist ein Muss. Absolut, ich will keinen Sonnenbrand bekommen. Welchen Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor empfehlen Sie? Verwenden Sie am besten ein Breitspektrum-Sonnenschutzmittel mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30. Dies bietet einen ausreichenden Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen. Gut zu wissen. Ich achte darauf, Sonnencreme mit dem richtigen Lichtschutzfaktor einzupacken, um meine Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne zu schützen. Das ist eine kluge Entscheidung. Denken Sie daran, Sonnenschutzmittel großzügig aufzutragen und alle paar Stunden erneut aufzutragen, insbesondere wenn Sie viel Zeit im Freien verbringen. Wird reichen. Gibt es noch andere wichtige Sonnenschutzprodukte, die ich berücksichtigen sollte? Ein Hut mit breiter Krempe ist ein großartiges Accessoire für den Sonnenschutz. Es schützt Gesicht, Hals und Schultern vor direkter Sonneneinstrahlung. Ein Hut mit breiter Krempe klingt nach einer modischen und praktischen Art, geschützt zu sein. Ich füge es meiner Packliste hinzu. Ich möchte die Sonnenbrille nicht vergessen. Sie schützen nicht nur meine Augen, sondern verleihen meinen Outfits auch einen stilvollen Touch. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Du bist willkommen. Sonnenschutzkleidung ist eine weitere Überlegung. Leichte, langärmelige Hemden und Hosen aus UV-Schutzmaterial können eine gute Wahl sein. Das ist ein toller Vorschlag. Sonnenschutzkleidung bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Sonnenstrahlen, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten. Absolut. Es ist wichtig, auf die Sonneneinstrahlung zu achten, insbesondere an tropischen Reisezielen, an denen die Sonne besonders intensiv sein kann. Ich werde sicherstellen, dass ich auch genug Wasser einpacke, um bei heißem Wetter hydratisiert zu bleiben. Es ist wichtig, viel Flüssigkeit zu trinken, besonders wenn Sie Zeit im Freien verbringen. Das ist eine kluge Idee. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für Ihr allgemeines Wohlbefinden unerlässlich, insbesondere in wärmeren Klimazonen. Vielen Dank für all diese hilfreichen Tipps. Ich fühle mich jetzt besser darauf vorbereitet, mein tropisches Abenteuer zu genießen und gleichzeitig vor der Sonne geschützt zu sein. Du bist willkommen. Es ist immer wichtig, dem Sonnenschutz Priorität einzuräumen, um Beschwerden oder Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Hab eine fantastische Reise. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich freue mich auf die schönen Strände und sonnigen Tage, die vor mir liegen.
Ich freue mich für dich. Genieße die Sonne, den Sand und die wunderbaren Erlebnisse. Sicher reisen. Ich danke dir. Ich werde dafür sorgen, dass ich das Beste daraus mache. Ich werde meine Reiseberichte teilen, wenn ich zurückkomme. Lektion 14. Auswahl beim Frühstück. Hallo Anna, ich frühstücke normalerweise etwas später am Tag. Was ist dein Lieblingsfrühstück? Hallo. Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit des Tages. Ich liebe es, meinen Morgen mit einer herzhaften Schüssel Haferflocken zu beginnen, garniert mit frischen Früchten und einem Schuss Honig. Das klingt köstlich. Haferflocken sind eine gute Wahl für ein gesundes und sättigendes Frühstück. Ich muss versuchen, etwas Obst und Honig für zusätzlichen Geschmack hinzuzufügen. Es ist eine einfache und nahrhafte Art, den Tag zu beginnen. Was ist mit dir? Was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich bin ein Fan von herzhaftem Frühstück. Ich mache gerne Rührei mit sautiertem Gemüse und einer Beilage aus Vollkorntoast. Das klingt nach einem sättigenden und proteinreichen Frühstück. Das Hinzufügen von Gemüse zu ihren Eiern ist eine großartige Möglichkeit, zusätzliche Nährstoffe aufzunehmen. Absolut. Es ist eine leckere Art, früh am Tag etwas Gemüse zu sich zu nehmen. Hast du noch andere Frühstückslieblinge? Ja, ein weiterer Favorit von mir ist ein klassischer Avocado-Toast. Ich püriere gerne reife Avocado auf Vollkornbrot und bestreue es mit einer Prise Salz, Pfeffer und einer Prise Zitrone. Avocado-Toast ist aus gutem Grund sehr beliebt geworden. Es ist eine einfache, aber köstliche Option. Ich muss es irgendwann versuchen. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Die Cremigkeit der Avocado gepaart mit der Knusprigkeit des Toasts ist eine gelungene Kombination. Es klingt auf jeden Fall so. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Frühstücksideen, um die Dinge aufzumischen. Gibt es noch andere Frühstücksgerichte, die du magst? Ja, ich mache auch gerne Smoothie Bowls. Ich mische gefrorene Früchte mit Joghurt oder pflanzlicher Milch und garniere sie mit einer Vielzahl von Toppings wie Müsli, Nüssen und Samen. Smoothie Bowls sind nicht nur erfrischend, sondern auch anpassbar. Sie können mit den Toppings kreativ werden und ihre Lieblingsfrüchte und Nüsse hinzufügen. Das ist richtig. Es ist eine unterhaltsame und farbenfrohe Art, ein nahrhaftes Frühstück zu sich zu nehmen. Außerdem ist es eine großartige Option für diejenigen, die morgens leichtere Mahlzeiten bevorzugen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das klingt nach einer großartigen Option, besonders in den wärmeren Monaten. Vielen Dank für das Teilen dieser Frühstücksideen. Du bist willkommen. Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit, und es ist immer gut, eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl zu haben. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte. Ich weiß das zu schätzen. Das Ausprobieren verschiedener Frühstücksgerichte wird meinen Morgen angenehmer machen. Ich werde dich wissen lassen, wie sie ausgehen. Bitte TOS. Ich würde gerne von deinen Frühstücksexperimenten hören. Und wenn Sie weitere Ideen oder Rezepte benötigen, können Sie gerne nachfragen. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für die Vorschläge. Ich freue mich darauf, neue Frühstücksgeschmacksrichtungen zu entdecken. Lektion 15. Navigieren in einem Einkaufszentrum. Hallo Anna, ich bin im Einkaufszentrum und suche ein bestimmtes Geschäft. Kannst du mir mit der Wegbeschreibung helfen? Hallo.
Natürlich helfe ich gerne weiter. Nach welchem Geschäft suchst du? Ich versuche den Elektronikladen zu finden. Wissen Sie, wo es ist? Ja, es befindet sich auf der unteren Ebene. Sie können die Rolltreppe hinunterfahren, um dorthin zu gelangen. Großartig. Ich gehe zur Rolltreppe und gehe runter in die untere Ebene. Danke für die Anleitung. Du bist willkommen. Folgen Sie einfach den Schildern und Sie werden Ihren Weg leicht finden. Wird reichen. Übrigens, weißt du, ob es auf der unteren Ebene auch einen Food Court gibt? Ja, das gibt es. Sobald Sie auf der unteren Ebene sind, finden Sie im Food Court eine Vielzahl von Restaurants. Das ist praktisch. Vielleicht esse ich einen Happen zu essen, nachdem ich mit dem Einkaufen fertig bin. Ich schätze die Information. Gar kein Problem. Viel Spaß beim Einkaufen und Essen. Gibt es noch etwas, bei dem du Hilfe brauchst? Eigentlich suche ich auch eine Buchhandlung. Wissen Sie, ob es in diesem Einkaufszentrum einen gibt? Ja, es gibt eine Buchhandlung. Es ist auf der oberen Ebene. Sie können entweder die Rolltreppe nach oben nehmen oder den Aufzug benutzen. Okay, die Buchhandlung ist auf der oberen Ebene. Ich werde Ausschau halten, ob die Rolltreppe oder der Aufzug hochfahren. Danke, dass du mich informiert hast. Du bist willkommen. Wenn Sie genauere Anweisungen benötigen, können Sie sich jederzeit an einen Mitarbeiter des Einkaufszentrums wenden. Sie helfen Ihnen gerne weiter. Das ist eine gute Idee. Ich bitte um Hilfe, wenn ich meinen Weg nicht finde. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der dich in einem großen Einkaufszentrum wie diesem führt. Absolut. Große Einkaufszentren können überwältigend sein, aber mit ein wenig Anleitung wird es viel einfacher, sich zurechtzufinden. Ich stimme vollkommen zu. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich das Einkaufszentrum erkunde und finde, was ich brauche. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Denken Sie daran, Ihr Einkaufserlebnis zu genießen und viel Spaß beim Erkunden des Einkaufszentrums zu haben. Das werde ich. Nochmals vielen Dank. Ich lasse Sie wissen, wenn ich weitere Fragen habe oder interessante Geschäfte finde. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, von Ihren Einkaufsabenteuern zu hören. Passt auf euch auf. Ich danke dir. Ich werde bald mit dir reden. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 16: Aufgabenpriorisierung. Hallo Anna, ich habe heute so viele Aufgaben zu erledigen. Wie priorisierst du deine Aufgaben und gehst sie nacheinander an? Es scheint überwältigend. Hallo. Ich verstehe, wie überwältigend es sein kann. Eine Methode, die ich verwende, besteht darin, eine To-Do-Liste zu erstellen und Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Das klingt nach einem guten Ansatz. Wie stellt man fest, welche Aufgaben dringend sind und welche warten können? Ich berücksichtige Termine und die Auswirkungen, die jede Aufgabe auf meine Ziele oder Projekte hat. Aufgaben mit engeren Fristen oder solche, die einen erheblichen Einfluss auf meine Arbeit haben, haben eine höhere Priorität. Das macht Sinn. Sie priorisieren also Aufgaben anhand ihrer Fristen und Wichtigkeit, um ihre Ziele effektiv zu erreichen. Exakt. Indem ich mich auf das konzentriere, was zuerst getan werden muss,
kann ich effizienter arbeiten und vermeide, mich überfordert zu fühlen. Ich sehe den Vorteil darin. Manchmal finde ich es schwierig zu entscheiden, mit welcher Aufgabe ich beginnen soll, wenn sie alle wichtig erscheinen. Es kann schwierig sein, aber eine weitere hilfreiche Strategie besteht darin, größere Aufgaben in kleinere, überschaubarere Aufgaben aufzuteilen. Auf diese Weise können Sie sie nacheinander angehen. Das ist ein toller Vorschlag. Das Aufteilen von Aufgaben in kleinere Schritte macht sie weniger entmutigend. Es ist einfacher, sich auf einen Schritt nach dem anderen zu konzentrieren. Absolut. Es gibt Ihnen auch ein Gefühl des Fortschritts, wenn Sie jede kleinere Aufgabe erledigen, was motivierend sein kann. Ich stimme zu. Es ist motivierend, Fortschritte zu sehen und erledigte Aufgaben abzuhaken. Es hilft, den ganzen Tag konzentriert und motiviert zu bleiben. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, für jede Aufgabe bestimmte Zeitfenster zuzuweisen. Indem Sie Zeit für die Arbeit an einer bestimmten Aufgabe aufwenden, schaffen Sie Struktur und vermeiden Multitasking. Das ist ein gutes Argument. Multitasking kann oft zu einer verminderten Produktivität führen. Wenn Sie sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren, können Sie sich besser konzentrieren und qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Definitiv. Wenn Sie Ihre volle Aufmerksamkeit einer Aufgabe widmen, können Sie sie effizienter erledigen und bessere Ergebnisse erzielen. Ich werde diese Strategien auf jeden Fall ausprobieren. Das Aufteilen von Aufgaben in kleinere Schritte, das Setzen von Prioritäten und das Einplanen von Zeit für jede Aufgabe sollte mir helfen, mein Arbeitspensum besser zu bewältigen. Ich freue mich, das zu hören. Ich bin zuversichtlich, dass diese Techniken Ihnen helfen werden, organisiert zu bleiben und Ihre Ziele effektiv zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Tipps geteilt haben. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Lektion 17: Reiseziele erkunden. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Urlaub zu planen. Das klingt unglaublich. Wie findest du normalerweise Informationen zu Reisezielen? Hallo! Ich liebe es, nach Reisezielen zu suchen. Ich beginne oft damit, Reiseblogs zu lesen und auf Reisewebsites nach Inspiration zu suchen. Das ist eine tolle Idee. Reiseblogs und Websites können wertvolle Einblicke und Empfehlungen bieten. Wie entscheiden Sie, welche Ziele Sie weiter erkunden möchten? Ich suche nach Zielen, die meinen Interessen und Vorlieben entsprechen. Wenn ich zum Beispiel Natur und Wandern mag, suche ich nach Reisezielen, die für ihre wunderschönen Landschaften und Wanderwege bekannt sind. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, Ziele auszuwählen, die Ihren Interessen entsprechen, um das Beste aus Ihrem Reiseerlebnis herauszuholen. Haben Sie noch andere Quellen, auf die Sie sich verlassen? Ja, ich finde auch Social-Media-Plattformen wie Instagram und Pinterest hilfreich. Ich verfolge Reiseberichte und suche nach bestimmten Hashtags, die sich auf die Ziele beziehen, an denen ich interessiert bin. Das ist ein toller Tipp. Social-Media-Plattformen sind eine Fundgrube an Reiseinspirationen und realen Erfahrungen, die von Mitreisenden geteilt werden. Es ist eine visuelle Möglichkeit, neue Orte zu entdecken. Absolut. Wenn Sie Fotos sehen und persönliche Geschichten lesen, können Sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, was ein Reiseziel zu bieten hat, und Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Es ist immer hilfreich, von den Erfahrungen anderer Menschen zu hören. Gibt es noch andere Ressourcen, die Sie verwenden?
Eine weitere Ressource, die ich für wertvoll halte, sind Reiseforen und Online-Communities. Ich trete Foren bei, in denen Reisende ihre Ratschläge, Tipps und Empfehlungen auf der Grundlage ihrer Erfahrungen aus erster Hand austauschen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Wenn Sie sich in Online-Communities mit Mitreisenden austauschen, können Sie spezifische Fragen stellen und personalisierte Empfehlungen erhalten. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und Insider-Informationen über die Reiseziele zu sammeln, an denen Sie interessiert sind. Ich werde diese Ressourcen auf jeden Fall bei der Planung meines Urlaubs erkunden. Ich freue mich darauf, neue Ziele zu entdecken und das Beste aus meiner Reise herauszuholen. Das ist wunderbar. Ich bin mir sicher, dass Sie hier jede Menge Inspiration und nützliche Informationen finden, um einen unvergesslichen Urlaub zu planen. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Tipps geteilt haben. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich freue mich darauf, mich auf dieses Abenteuer bei der Reiseplanung einzulassen. Lektion 18: Produktivität und Zeitmanagement. Hallo Anna, ich hoffe, du hast einen produktiven Tag. Hallo. Ja, es war ziemlich viel los. Guten Morgen. Wie steht's mit dir? Konnten Sie produktiv bleiben? Guten Morgen. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, um meine Zeit effektiv zu verwalten und produktiv zu bleiben. Es ist jedoch nicht immer einfach. Haben Sie irgendwelche Strategien, um produktiv zu bleiben? Unbedingt. Eine Strategie, die ich hilfreich finde, ist das Setzen klarer Ziele für den Tag. Ich priorisiere Aufgaben und erstelle eine To-Do-Liste, um organisiert und konzentriert zu bleiben. Das ist ein großartiger Ansatz. Das Setzen von Zielen und das Erstellen einer To-Do-Liste können einen Orientierungssinn vermitteln und dazu beitragen, Ablenkungen zu vermeiden. Wie gehst du mit Ablenkungen um, die während des Tages auftauchen? Wenn Ablenkungen auftreten, versuche ich, ihre Auswirkungen zu begrenzen, indem ich Zeitblockierung praktiziere. Ich weise bestimmte Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten zu und minimiere Unterbrechungen. Zeitblockierung klingt effektiv. Indem Sie eine bestimmte Zeit für konzentriertes Arbeiten verwenden, schaffen Sie eine strukturierte Routine und verringern die Wahrscheinlichkeit, abgelenkt zu werden. Exakt. Es ist auch wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen, um neue Energie zu tanken und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Kurze Pausen können tatsächlich den Fokus und die Kreativität Ich steigern. stimme zu. Das Einlegen von Pausen ist entscheidend, um die Produktivität aufrechtzuerhalten und Burnout zu vermeiden. Es ist erfrischend, kurz wegzugehen und mit einer neuen Perspektive zurückzukehren. Eine weitere Strategie, die ich für nützlich halte, ist das Praktizieren der Pomodoro-Technik. Dabei wird in konzentrierten Intervallen von 25 Minuten gearbeitet, gefolgt von einer kurzen Pause. Es hilft, Konzentration und Produktivität Die aufrechtzuerhalten. Pomodoro-Technik klingt interessant. Das Aufteilen der Arbeit in kleinere, überschaubare Abschnitte mit konzentrierten Unterbrechungen und Pausen kann dazu beitragen, den Schwung und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Absolut. Es ist eine Technik, die viele für effektiv halten. Darüber hinaus kann die Priorisierung von Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit dazu beitragen, dass wichtige Aufgaben zuerst erledigt werden. Das ist ein kluger Ansatz. Die Priorisierung von Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit ermöglicht es uns, die wichtigsten Punkte effizient anzugehen und unnötigen Stress zu vermeiden. Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei Produktivität nicht nur darum geht, Dinge zu erledigen. Es geht auch darum, auf uns selbst aufzupassen.
Die Priorisierung der Selbstfürsorge und die Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance tragen zur langfristigen Produktivität Ich könnte bei. nicht mehr zustimmen. Sich um unser Wohlbefinden zu kümmern, ist für nachhaltige Produktivität und allgemeines Glück unerlässlich. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es geht nur darum, dieses gesunde Gleichgewicht zu finden. Indem wir diese Strategien umsetzen und bewusste Entscheidungen treffen, können wir unsere Produktivität und unser Wohlbefinden maximieren. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Erkenntnisse geteilt haben. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich werde diese Strategien auf jeden Fall in meine Routine integrieren. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, flexibel zu sein und herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ich wünsche Ihnen weiterhin Produktivität und Erfolg. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag und lass uns produktiv bleiben. Bis bald mit dir.